Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tja, die Berge sind noch immer verschneit, weshalb ich euch weiterhin vertrösten muss. Ich habe heute keine Berge und keine Seen für euch, aber dafür widmen wir uns einem Reifen-Review. Bisher bin ich Maxxis Reifen gefahren, doch nach 2200 Kilometern wird es Zeit, mit frischem Profil in die neue Saison zu starten. Ich bin zwar zufrieden mit den Recon-Pärchen, doch ich wollte etwas Neues ausprobieren. Deswegen schauen wir uns heute die beiden leichtesten Profile aus dem Wolfpack Portfolio an. Am Vorderrad das Leichtgewicht mit 2,4 Zoll Breite Wolfpack Race. Am Hinterrad mit ebenfalls 2,4 Zoll Breite das Fliegengewicht Wolfpack Speed. Also leicht sind beide Reifen und dennoch bieten sie viel Volumen. Okay, also Maxxis dürfte den meisten Bikern ein Begriff sein. Wolfpack ist eher so etwas wie ein Geheimtipp. Gegründet wurde die Firma von Reifenguru Wolfgang Ahrens. Weitere Infos gibt es in der Videobeschreibung. Eine schlechte Nachricht gibt es. Natürlich ist das kein professioneller Test, doch ich wollte möglichst faire Vergleichsbedingungen schaffen, was mir leider nicht gelungen ist. Den Grund erfahrt ihr später im Video. Los geht es mit den Maxxis Reifen. Startfrei zur ersten Runde. Es geht los mit einem Flug über die erste Schotterpiste und ich bringe den Puls auf den Sollwert. Um beide Tests mit gleicher Leistung zu fahren, werde ich meinen Puls bei etwa 155 Schlägen pro Minute halten. Ich glaube, ich vergebe heute mal den Trails humoristischen Namen, wenn wir schon dabei sind, meine Trainingsrunde zu sezieren. Mit 28 km/h fliege ich in den Autobahntrail. Die Reifen bleiben spurtreu, trotz der heutigen Bedingungen, die feucht und leicht rutschig sind. Also in diesem Sinne, hier mein Autobahntrail. Trail zu Ende, jetzt kommt wieder eine Schotterpiste, Zeit den Puls wieder sinken zu lassen. Weiter Rechtskurve und ein kurzes Schlammbad. Probiert das auch mal mit einer Schlammpackung, ist gut für die Haut. So, und hier das erste Hindernis. Gute Leute, machen brav Platz. Danke, weiter geht's. Es folgt eine Linkskurve und wieder ein Hindernis. Doch auch die beiden machen Platz. Links rein in den Wurzeltrail. Nasses Holz, nasse Wurzeln, ich liebe es. Schauen wir, wie sich die Maxxis hier schlagen. Verdammt, da hat es mir den Fuß vom Pedal geholt. Ich bin hier echt blöd weggerutscht. Aber neu positionieren und weiter. Und das Hinterrad rutscht leicht durch. Ist das ein Zungenbrecher? Hinterrad rutscht leicht durch. Ich sollte mir unbedingt leichtere Skripte schreiben. Okay, genug Wurzeln, zurück auf den Schotter. Puls wieder runterfahren und Kilometer abspulen. Perlacher Muggel. Der ehemalige Bunker, der mit Aushubmaterial aufgeschüttet wurde, bietet einen 26 Meter hohen Hügel im sonst flachen Forst. Für die Aussicht zum Alpenkamm bleibt uns heute keine Zeit, denn die Uhr macht Tick-Tack. Aber das holen wir nach. Hier geht es nun im Wiegetritt hoch. Ich will die Reifen dazu bringen, auf dem feuchten Schotter durchzudrehen. Nichts. Der Puls geht durch die Decke, die Muskeln brennen, doch der Recon Racer am Hinterrad verrichtet stoisch seine Arbeit. Es wird noch steiler. Jetzt geht es im Sitzen in einem leichteren Gang weiter. Okay, für eine Aussicht ist es ohnehin zu bewölkt, also nicht lange warten. Runter in die Senke des Muggels. Hier werden die 50 km/h knapp geknackt, dem Fußgänger muss ich aber ausweichen und die Kurve weit außen fahren. Und das kostet natürlich ein wenig Schwung für den nächsten kurzen Uphill. Und rechts runter.
Von links anfahren, nach Hindernissen Ausschau halten. Okay, Weg ist frei. Ich halte voll auf den Stein zu. Sprung in die Fahrrinne und hart bremsen. Und das Vorderrad blockiert. Bremse auf. Und nochmal spät runterbremsen. Ein wenig zu spät für meinen Geschmack. Aber alles noch im Rahmen. Okay, immerhin bin ich nun wach. Vermutlich hatte ich einfach nur zu wenig Druck auf dem Vorderrad. Hier haben nun die Harvester gewütet und den Pfad in eine Schlammgrube verwandelt. Die nächste Herausforderung ist also nasses Holz und Schlamm. Die Maxes zeigen sich hiervon aber absolut unbeeindruckt. Ein kurzer Trampelpfad formt ein Transferstück zum Radweg. Das ist jetzt also der Transfertrail. Und ein wenig Asphalt ist ja schließlich bei jedem guten Cross-Country-Kurs dabei. Okay, auf zum Endspurt. Ich bin hier auf der letzten Schotterpiste vor dem Ziel. Der leicht abschüssige Weg bietet eine gute Übersicht, viel Platz zum Ausweichen und lädt halt förmlich dazu ein, alle Reserven zu mobilisieren und es richtig fliegen zu lassen. Aber heute gibt der Puls das Limit vor. 30 km/h in der Spitze sind dennoch möglich. Zieleinfahrt. An diesem Parkplatz beginnt und endet meine Runde. Kommen wir nun zur Auswertung. Mit der Maxxis Kombi bleibt die Uhr bei 41 Minuten 53 Sekunden stehen. Durchschnittsgeschwindigkeit sind 23,2 km/h. Der Durchschnittspuls liegt bei 154 Schlägen die Minute. Runde 2. Ich bin auf den Wolfpacks unterwegs und die Reifen scheinen direkt besser zu rollen als die Maxxis. Allerdings habe ich schon 50 Kilometer in den Beinen. Wird dieser Nachteil den Wölfen am Ende zum Verhängnis? Wir werden es sehen. In den Autobahntrail geht es genauso zügig wie in der ersten Runde. Gleiches Spiel mit den Wölfen, Schotterpiste, Puls beruhigen. Genau wie mit den Maxxis gibt es an dieser Stelle wieder ein Hindernis. Das wird Zeit kosten, nicht gut. Aber es hilft nichts, ich muss warten. Mich freundlich bedanken und dann weiterfahren. Doch gerade in solchen Momenten fällt mir auf, wie gut die Reifen eigentlich beschleunigen. Das nächste Segment ist der Wurzeltrail und diesmal bin ich auch nicht vom Pedal abgerutscht. Gut, das hat nun nicht mit den Reifen zu tun, welche sich übrigens sehr gut auf diesem Wurzelteppich schlagen. Mittlerweile ist auf den Schotterpisten viel los. Ich bin tatsächlich ein wenig überrascht, denn das Wetter ist ja nicht so verlockend. Jetzt nochmal rauf auf den Muggel. Wieder im Wiegetritt mit Vollgas die 26 Meter hoch und hier zeigen sich die Wolfpack-Reifen einen Hauch schneller. Und auch der Speed, also der Reifen am Hinterrad, zeigt sich weder von der Steigung noch von der Kraft in meinen Beinen beeindruckt. Traktion ist zu jedem Zeitpunkt vorhanden. Im Sitzen bestätigt sich das Bild, Wolfpack rollen einen Hauch leichter und schneller als Maxxis. Zweimal schnaufe ich durch, dann geht es mit Schwung in die Senke. Okay, auch hier ist viel los, aber ich bekomme den Platz, den ich brauche. Mit 1,7 km/h mehr geht es in den Gegenanstieg.
Oben angekommen rausche ich wieder mit Schwung rechts runter. Stein, Sprung, Rinne. Ihr kennt das ja schon, harte Bremsung. Diesmal rutscht gar nichts, im Gegenteil, das Bike fährt sich wie auf Schienen. Und ich nähere mich der Harvester Schlammgrube und leider einem weiteren Hindernis. Und wieder kann man nichts machen, außer abwarten, sich bedanken fürs Platzmachen und dann weiterfahren. Zweimal habe ich mit den Wolfpacks also bereits warten müssen und dadurch natürlich Zeit liegen lassen. Hier rutschen die Reifen dann doch mal über die querliegenden Äste, allerdings kein Drama, kaum mehr als ein leichtes Schlingern und dann geht es mit guter Traktion weiter. Endspurt auf der Zielgeraden. Ein Blick auf die Herzfrequenz zeigt an, dass der Durchschnitt knapp am Limit liegt. Somit ist es ein verhaltener Endspurt, quasi ein Spürtchen. Wieder ein Hindernis. Mit Hunden und Kindern ist es echt schwierig, sie sind unberechenbar. Ich entscheide mich ins Gras auszuweichen, denn im Zweifel habe ich dort auch bessere Bremstraktion. Und Zieleinfahrt. Testrunde beendet. Was ist mein Fazit? Ja, ich war langsamer. Die 49 Sekunden sind vermutlich durch die vorherige Belastung, aber vor allem durch den Verkehr bedingt. Der Puls war bei beiden Runden nahezu identisch, der Grip war überraschend hoch für wirklich leichte Cross-Country-Reifen. Sind die Wolfpacks nun besser als die Maxxis? Ein Reifen kann ein Allrounder sein oder ein Spezialist. Die Wolfpack-Kombo ist ein guter Allrounder. Die Reifen können nichts überragend, aber alles recht gut, beziehungsweise offenbaren keine wirkliche Schwäche. Der Grip ist überraschend hoch für diese Reifenklasse, den Maxxis ebenbürtig, dafür rollen sie leichter. Apropos leichter. Nachgewogen bringt der Race 713 Gramm auf die Waage. Der Speed belastet das Hinterrad mit nur 649 Gramm. Und diese Gewichte sind nicht nur leichter als der Recon und Recon Race nominell, nachgewogen habe ich sie nicht, sondern auch recht nah an der offiziellen Gewichtsangabe von Wolfpack. Somit bekommen die Reifen von mir eine klare Kaufempfehlung. Auch der Preis von 40 € ist absolut fair, besonders im direkten Vergleich mit der Konkurrenz. Thema Durchschlagsschutz. Ich fahre ja nicht absolut sauber, aber eben auch nicht sehr aggressiv. Daher reicht mir der Durchschlagsschutz aus, wie hier zum Beispiel für Treppen oder wie vorhin gesehen für Wurzelteppiche. Pannen hatte ich keine. Und wem kann man die Reifen empfehlen? Für Marathonfahrer wäre besonders der Speed interessant. Die Kombination, die ich hier fahre, ist sicherlich auch für entspannte Tourenbiker interessant, die nicht den maximalen Grip, sondern einen guten Allround-Reifen suchen, der leicht rollt. Wenn ihr Fragen zu den Reifen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video bei der Suche nach neuen Reifen weiterhelfen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!